Vor einiger Zeit saßen Kathi und ich beim Abendessen und wir kamen irgendwie auf das Thema Motorradreisen zu sprechen. Für mich ist das Fernreisen auf dem Motorrad eine ziemlich alltägliche Sache, fast wie jeder andere Urlaub auch, nur mit dem Unterschied, dass ich meine Erlebnisse unterwegs auf Video festhalte und später mit euch teile. Während viele von uns schon mit Auto, Bahn oder Flugzeug ferne Länder erkundet haben, scheint das Motorradreisen aber noch eine ganz eigene Welt zu sein. Wenn ich mich so umhöre, fahren zwar viele Biker gern in Deutschland und seinen Nachbarländern kürzere und auch längere Touren, doch weiter entfernte Ziele im Rahmen einer langen, zusammenhängenden Reise scheinen nur wenige anzusteuern. Das war auch eine der Erkenntnisse der Skandinavien-Tour letzten Sommer, denn keiner meiner Teilnehmer hatte vorher bereits eine Reise dieser Länge mit dem Motorrad unternommen. Und so hat Kathi mir an diesem Abend vor Augen geführt, dass Fernreisen für mich zwar das Normalste der Welt sind, für viele andere jedoch eine komplett neue Welt. Aber was hält euch eigentlich von einer Fernreise mit dem Motorrad ab? Liegt es an der fehlenden Zeit? Liegt es am Geld? Spielt Komfort eine Rolle? Um das herauszufinden, habe ich meine Abonnenten in einem Beitrag nach ihren persönlichen Gründen gefragt und viele interessante Antworten erhalten. Aus euren Antworten habe ich dieses Video zusammengestellt, das mittlerweile dritte Video meiner Serie mit Tipps und Tricks für eure perfekte Motorradreise. Ach ja, und wenn du den Beitrag damals nicht angezeigt bekommen hast, dann könnte das daran liegen, dass du den Kanal noch nicht abonniert hast. Solltest du vielleicht mal ändern. Lasst uns mal gemeinsam schauen, was die Hauptgründe gegen Fernreisen sind und wie wir diese vielleicht überwinden können. Ausgangspunkt des Videos ist dieser Abo-Beitrag an diejenigen meiner Zuschauer, die ganz bewusst nicht auf längere Reisen mit ihrem Motorrad gehen. Es gab 39 Kommentare und eine rege Diskussion und am Ende kann ich eure Kommentare in 6 Punkten zusammenfassen. Es scheitert am falschen Motorrad, an fehlender Begleitung, denn man will nicht alleine fahren, an mangelnder Ausrüstung oder passendem Gepäck, an fehlender Erfahrung, Geldmangel spielt natürlich auch eine Rolle, aber vor allem auch am Zeitmangel. Und nachdem wir jetzt wissen, was euch in Summe alles vom Motorradreisen abhält, springen wir mal in die einzelnen Punkte rein und versuchen Lösungen dafür zu finden. Hindernis Nummer 1: Das falsche Motorrad. Mit diesem Punkt hatte ich im Vorfeld schon fest gerechnet, allerdings nicht damit, dass er so häufig vorkommt. Denn ich persönlich halte einen Sporttourer oder die im Kommentar genannte BMW S1000 XR generell nicht für ungeeignet. Zwar heißt mein Kanal GS-Enthusiast und eine Enduro wie die GS ist immer noch am besten für eine Fernreise geeignet, aber ich bin kein GS-Fanboy, der alle anderen Modelle schlecht reden muss. 2 Punkte sind bei der Wahl des Motorrads für eine Fernreise entscheidend. Die Maschine muss natürlich ergonomisch genug sein, dass ihr darauf tausende Kilometer und über mehrere Wochen am Stück bequem sitzen könnt. Rückenschmerzen werdet ihr so oder so haben, aber es gibt einen Unterschied zwischen einem einfach nur verspannten Nacken und ploppenden Bandscheiben. Auf der anderen Seite muss die Maschine aber auch in der Lage sein, euer Gepäck aufnehmen zu können, denn ihr wollt sicherlich mit mehr als nur einem Rucksack aufbrechen. Ob das jetzt ein fest montiertes Kofferset oder ein auf den Sozius-Sitz geschnalltes Softgepäck ist, das ist eurer persönlichen Präferenz überlassen. Ich persönlich bin ein großer Fan von Aluminiumkoffern, aber es gibt ebenso gutes und klug durchdachtes Softgepäck für wesentlich kleineres Geld. Die Geländefähigkeit eures Motorrads ist übrigens erstmal zweitrangig. Ich weiß, dass viele Menschen denken, sie müssten im Ausland und ganz besonders in Skandinavien auf jeden Fall Offroad fahren können, aber das ist nicht der Fall. In Schweden beispielsweise müsst ihr nur auf Schotter fahren, wenn ihr das auch wollt. Oder wenn ihr ein Ziel ganz tief im Hinterland anfahren wollt. Und selbst wenn es vom Asphalt runtergeht, sind die Schotterstraßen in Skandinavien beispielsweise immer noch von so guter Qualität, dass beinahe jedes Modell auch mit normaler Straßenbereifung mit ihr zurechtkommen wird. Versprochen. Hindernis Nummer 2: Man möchte nicht alleine verreisen. Natürlich, wenn man nicht alleine fahren möchte, aber niemanden zum Mitfahren findet, dann ist das schade. Ich möchte aber versuchen, euch hier zum Umdenken zu bewegen, denn eine Soloreise kann viele Vorteile bieten. Wir alle haben bereits in irgendeiner Form eine Reise geplant, sei es eine Dienstreise, eine Urlaubsreise oder einfach nur eine Bollerwagentour mit dem Kegelclub. Und wir alle wissen, dass so eine Reiseplanung mit zunehmender Länge der Reise immer komplizierter wird. Da liegt es doch nahe, dass eine Solotour um einiges einfacher zu planen ist als eine Reise mit der Gruppe. Klar, es fehlt euch unterwegs die Gesellschaft, aber dafür könnt ihr euer eigenes Ding machen. Ihr müsst euch mit niemandem abstimmen, seid dadurch unabhängig und flexibel in der Wahl eurer Route, könnt Pausen einlegen, wann ihr wollt und habt die volle Kontrolle über die Zeit. Spannendes Thema. Ich glaube, hierzu werde ich in Zukunft nochmal ein eigenes Video produzieren. Denn ich bin in der Vergangenheit lange Touren bereits alleine und in der Gruppe gefahren und am Ende überwiegt bei mir persönlich der Hang zum Soloreisen.
Denn meine Art zu reisen erlaubt es kaum, mit anderen Personen auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Lange Tourtage, sehr häufige Pausen, um Videoaufnahmen zu machen, Fahren bei Wind und Wetter, das bringt schnell Konfliktpotenzial mit sich. Und zum Thema, euch fehlt abends die Gesellschaft, ich verspreche euch, nach einem langen Tag auf dem Bock seid ihr abends viel zu müde, um noch große Lust auf Konversation zu haben. Vielmehr seid ihr dankbar, euch endlich in den Schlafsack und in die Horizontale werfen zu können. Hindernis Nummer 3. Sorge vor dem obligatorischen Kulturschock im Zielland. Überspitzt formuliert bedeutet dieser Punkt, ich habe keine Erfahrung, also traue ich mich auch nicht loszufahren. Muss ich euch diesen Punkt noch entkräften? Erfahrungen kann man natürlich nur sammeln, indem man sie macht, sich also auf den Bock setzt und losfährt. Der Rest kommt unterwegs und ihr könnt mir glauben, mit einem solchen Sprung ins Unbekannte kommt ein so unfassbares persönliches Wachstum einher, dass ihr euch hinterher selbst in den Arsch treten wollt, nicht schon viel eher losgefahren zu sein. Nehmen wir meine Islandreise als Beispiel. Ich wusste zu Beginn auch nicht, was mich dort erwartet. Mit welchem Wetter muss ich rechnen? Welche Gefahren drohen mir? Was tun bei einem Unfall? Jedes Land, das etwas auf sich hält, unterhält eigens dafür eine Website mit Infos für Reisende. Im Fall von Island sind das sogar mehrere Seiten, die nach Themen sortiert sind. safetravel.is, road.is und vedur.is sind nur 3 Beispiele für wirklich nützliche Internetseiten. Die Sorge vor dem Unbekannten ist übrigens auch einer der Gründe, warum meine Reisedokus so ehrlich auch über die schlechten Seiten einer Reise berichten, auch wenn ich dafür regelmäßig Kritik einstecken muss. Denn ich möchte, dass meine Videos euch als Informationsquelle für eure eigene Reiseplanung dienen können und euch genau diese Ängste vor einer Reise nehmen. Wenn euch Island im Speziellen interessiert, schaut gerne mal in meinen Film rein. Und die Sorge vor dem Unbekannten im Reiseland ist auch das häufigste Thema eurer Nachrichten an mich, besonders jetzt, wo die ersten von euch auf Tour gehen. Meist drehen sich eure Fragen dabei um Reisen durch Schweden oder hoch ans Nordkap und ich kann eure Gedanken gut nachvollziehen, denn auch für mich war diese Region mal ein großes Fragezeichen. Und genau aus diesem Grund möchte ich euch bei der Reiseplanung mit meinem Wissen zu Skandinavien unterstützen und biete euch in meinem Shop eine individuelle Tourenplanung an. Ihr sagt mir, wo ihr hin möchtet, wie viel Zeit ihr habt und was euch besonders interessiert und ich erstelle euch eine Reise, die in Umfang und Qualität genau dem entspricht, wie ich meine eigenen Reisen plane. Zum einen spart ihr durch mich jede Menge Zeit und Zeitmangel zur Planung und Durchführung einer Reise ist einer der Hauptgründe, die gegen das Fernreisen sprechen, wie wir später noch sehen werden. Die letzten Wochen haben mir gezeigt, dass viele den Zeitaufwand, eine Route in derselben Qualität zu erstellen, wie ich meine Reisen vorbereite, phänomenal unterschätzen. Der Faktor Zeit ist aber nur nebensächlich, denn vor allem profitiert ihr davon, dass ich euch vor genau den Fettnäpfchen bewahren werde, die euch im Vorfeld der Reise so viel Sorge bereiten. Welche Ziele kann ich ohne Schotterstraßen erreichen? Für welche Regionen muss ich mehr und für welche sollte ich weniger Zeit einplanen? Wo sind die schönsten Orte zum Wildcamping? Ich kenne Land und Leute, kenne die schönsten Orte der Region, kann euren Kulturschock entsprechend auf ein Minimum reduzieren und euch mit diesem Wissen die perfekte Route planen. Schaut dazu gerne mal in meinem Shop vorbei, den Link findet ihr in der Beschreibung. Hindernis Nummer 4. Es fehlt die Ausrüstung für so eine lange Tour. Ein weiteres Argument gegen den Aufbruch ins Abenteuer ist das fehlende Gepäcksystem für das Motorrad sowie fehlende Ausrüstung wie Zelt oder Kocher. Dass ich persönlich ein großer Freund von Alukoffern bin, wisst ihr jetzt bereits. Nicht nur sind die Koffer mit dem abnehmbaren Deckel wesentlich einfacher zu laden als Vario-Koffer, sie ergänzen außerdem die Sturzbügel und sorgen für weiteren Schutz bei Stürzen oder Unfällen. Nachteil der Koffer, sie sind unfassbar teuer. Ein komplettes Koffersystem kostet mal eben einen Tausender oder mehr. Softgepäck ist da wesentlich günstiger und obwohl ich dem lange kritisch gegenüberstand, konnte ich mich letzten Sommer von den kreativen Lösungen und dem großen Volumen mancher Systeme überzeugen. Wer sich also neu ausstattet, hätte mit Softgepäck eine günstigere Alternative zu Alukoffern. Das Thema Camping ist in Skandinavien natürlich sehr präsent, da man hier mit dem Jedermannsrecht theoretisch überall eine Nacht wild zelten darf. Aber wenn ihr euch eine Ausrüstung neu zusammenstellt und das erste Mal auf eine Fernreise mit Camping gehen wollt, würde sich am Anfang vielleicht eine Mischung aus Camping und Hotels anbieten. Holt euch eine günstige Campingausstattung, sucht euch bei gutem Wetter einen netten Platz zum Wildcampen und sucht bei schlechtem Wetter spontan eine feste Unterkunft auf. Das ist recht einfach, da so gut wie jeder Campingplatz auch Hütten vermietet. Nach und nach könnt ihr eure Ausrüstung dann verfeinern, verbessern und nach kann der Campinganteil steigen. Und es muss nicht immer ein ausgefeiltes Gepäcksystem oder das beste Zelt auf dem Markt sein. Hier auf YouTube gibt es genug Motorradreisende, die besonders stolz darauf sind, im Grunde mit nicht mehr als einer Zeltplane und einer Zahnbürste auf Reisen zu gehen. Und um ehrlich zu sein, finde ich das ziemlich gut.
Für mich selbst wäre das nichts, denn obwohl ich bereits mit sehr wenig Gepäck unterwegs bin, lege ich unterwegs doch auch Wert auf die eine oder andere Annehmlichkeit. Aber diese einfache Art zu reisen würde mich grundsätzlich sehr ansprechen. Wenn ihr wissen wollt, mit welchem Gepäck ich unterwegs bin, schaut gerne mal in mein Video rein. Ihr werdet euch wundern, mit wie wenig man auch mehrere Wochen unterwegs auskommen kann. Hindernis Nummer 5. So eine Tour ist verdammt teuer. Diesen Punkt möchte ich gar nicht entkräften, denn ihr habt recht, eine Fernreise mit dem Motorrad geht ziemlich ins Geld. Ich möchte daher an dieser Stelle eine Beispielkalkulation aufmachen und euch zeigen, mit wie viel ihr rechnen müsst. Zumindest wenn ihr so reist wie ich, also möglichst oft einen Platz zum Wildcamping sucht und ansonsten auf Campingplätze geht. Gehen wir von meiner Nordkap-Reise 2020 aus, für die ich 3 Wochen unterwegs war. Die größten Posten dieser Reise sind die Fährfahrten für die An- und Abreise sowie auf die Lofoten, der Sprit, die Unterkünfte und die Verpflegung. Für die Fähren von Hirtshals nach Christiansand sind das etwa 70 Euro, für die von Göteborg nach Kiel noch einmal ca. 300 Euro. Die Fähre auf die Lofoten kostet nochmal so um die 40 Euro. Sprit rechne ich hier pauschal mit 1,92 Euro pro Liter ab, das macht für 8000 Kilometer etwa 660 Euro. Unterkünfte und Camping sind schwierig zu schätzen, aber da vor allem die festen Unterkünfte teuer sind, würde ich hier einen Posten von 500 Euro einkalkulieren. Eine Nacht auf dem Campingplatz kostet etwa 10 bis 20 Euro, eine feste Unterkunft hingegen 50 bis 100 Euro die Nacht. Wildcamping ist hier also definitiv der beste Weg, die Reise günstig zu halten. An Verpflegung rechne ich pauschal mit 10 Euro am Tag, wie ihr wisst, bin ich mit Reis und Tortellini ja recht günstig unterwegs. Macht bei 21 Tagen nochmal 210 Euro. In Summe landen wir bei rund 1700 Euro, die ihr mindestens als Rücklage parat haben solltet. Rundet für einen Puffer lieber auf, sagen wir 2000 auf, ich persönlich hatte sogar 3000 Euro eingeplant. Besser haben als brauchen. Wenn ihr neu in Fernreisen einsteigen wollt, dann seht so eine Tour wie die ans Nordkap am besten als Höhepunkt eures Jahres oder mehrerer Jahre an und spart entsprechend darauf hin. Anders mache ich das auch nicht. Wenn ihr meinen Kanal mit dem anderer und vor allem größerer YouTuber vergleicht, werdet ihr schnell merken, dass ich keine Sponsoren habe. Ich bezahle meine Reisen zu 100% selbst und die einzigen Einnahmen, die ich habe, stammen aus der Monetarisierung meiner Videos und den Verkäufen meines Shops. Daher spare auch ich das ganze Jahr über für meine Motorradreisen, die zu dem wenigen Luxus gehören, den ich mir so gönne, denn ansonsten bin ich ein eher sparsamer Mensch. Hindernis Nummer 6. Keine Zeit für eine mehrwöchige Reise. Damit sind wir bereits beim letzten Hinderungsgrund angekommen, der gleichzeitig der trivialste und am häufigsten von euch genannte Grund ist: der Zeitmangel. Klar, wer Familie hat oder stark im Beruf eingebunden ist, der kann sich nicht mal eben für mehrere Wochen verabschieden und die Welt auf dem Motorrad unsicher machen. Da ich den Abo-Beitrag mit einem Bild des Nordkap-Globusses geschmückt hatte, haben viele von euch meine Anfrage auch explizit mit dem Nordkap verknüpft. Das war so nie meine Absicht, aber lasst mich kurz etwas zum Thema Zeitplanung und Nordkap-Reise sagen. Ihr könnt es theoretisch in nur 4 Tagen bis hoch ans Nordkap schaffen, in 8 Tagen dann logischerweise auch wieder zurück. Es bräuchte also in der Theorie nur 8 Tage Urlaub insgesamt. Dann wart ihr allerdings nonstop nur auf dem Bock und habt von Skandinavien so gut wie nichts gesehen. Ich habe es 2020 in 11 Tagen bis ans Nordkap und in 5 Tagen wieder zurückgeschafft, 3 Wochen Urlaub reichen also vollkommen aus. Problematisch wird es vor allem, wenn ihr aus Süddeutschland oder gar aus der Schweiz oder Österreich anreist, denn dann gehen allein für die Anreise nach Norwegen oder Schweden bereits 2 Tage drauf. Hier hatte Henning in den Kommentaren einen wirklich guten Tipp, den ich selbst so auch noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Vielleicht ist das ja was für diejenigen von euch, bei denen es final an der Zeit scheitert. Henning schlägt vor, mit der Fähre von Kiel nach Göteborg überzusetzen, wodurch man bereits den südlichsten Zipfel Schwedens hinter sich gelassen hat. Von dort aus dann über Land rüber nach Stockholm, was einer Strecke von etwa 470 Kilometern entspricht. Von Stockholm geht es dann mit der Fähre hinüber nach Helsinki in Finnland. Ich persönlich würde an dieser Stelle etwas anders planen, denn ich würde direkt die Fähre von Travemünde nach Helsinki nehmen. Von Helsinki fährt dann der Nachtzug nach Rovaniemi ab, womit ihr ohne großen Fahraufwand und in kürzester Zeit den Polarkreis erreicht habt. Von Rovaniemi sind es nur noch etwas über 700 Kilometer bis ans Nordkap, was für skandinavische Verhältnisse einem Katzensprung entspricht. Bereits in 4 Tagen werdet ihr so bequem am Nordkap und könntet auf dem Rückweg dann Norwegen oder Schweden erkunden. Es gab auch einige, nennen wir sie eher exotische Gründe, wie zum Beispiel die Sorge vor dem Seegang einer Fährfahrt nach Schweden oder Norwegen, und ohne die Fährfahrt wäre die Strecke für viele nicht machbar. Wenn das der Fall ist, dann habe ich einen Tipp für euch. Nehmt eine der Ostseefähren von Travemünde oder Rostock anstelle der Fähren über den Skagerrak nach Norwegen.
Denn die Ostseefähren fahren nachts und liefern euch am nächsten Morgen ausgeruht in Schweden ab. Der Seegang ist auf der Ostsee oft kaum spürbar und da ihr nachts fahrt, werdet ihr hoffentlich die meiste Zeit schlafen. Wenn ihr sehr empfindlich seid, dann holt euch in der Apotheke Tabletten gegen Reisekrankheit. Sie machen gleichzeitig auch wunderbar müde, sodass ihr in der Kabine gut entspannen könnt. Ziehen wir ein Fazit. Es gibt viele Gründe, die gegen das Motorradreisen sprechen, aber genauso viele Argumente, um diese Gründe zu entkräften. Und die habt ihr mir in euren Antworten stellenweise auch selbst geliefert. Also traut euch, zumindest wenn es im Rahmen eurer Möglichkeiten ist. Wenn ihr ansonsten Informationen zu euren jeweiligen Reiseländern sucht, findet ihr meist auf den Seiten des Auswärtigen Amtes eine Sammlung an weiterführenden Links zu seriösen Seiten, auf deren Informationen ihr euch verlassen könnt. Wenn ihr Sorge vor einer Panne habt, dann lohnt sich sicher die ADAC Plus Mitgliedschaft und für kleinere Probleme hilft bereits das passende Werkzeug. Für mehr Infos dazu schaut gerne mal in mein Ausrüstungsvideo rein. Eine Sache ist mir durch die Arbeit an diesem Video nochmal bewusst geworden. Das Nordkap ist ein Riesenthema für euch. Ich war wirklich überrascht, wie viele von euch allein in diesem Jahr dorthin reisen wollen. Wie gut, dass wir uns mit großen Schritten der kommenden Serie zur Skandinavienreise nähern, die ihren Höhepunkt mit dem Erreichen des Nordkaps hatte. Daher möchte ich in einem der nächsten Videos näher auf den Mythos des Nordkaps eingehen und mir persönlich die Frage stellen, lohnt sich diese Reise eigentlich? Die Antwort bereits hier gespoilert, ja, es lohnt sich. Auch wenn vielleicht aus anderen Gründen, als es auf den ersten Blick offensichtlich ist. Vergesst also nicht unten die berühmten Knöpfe zu drücken, um auch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Bis dahin danke ich euch wie immer fürs Mitfahren und bis zum nächsten Mal.